noch im Mini-Fermentationskurs. Wir machen ganz klassisches Sauerkraut. Dazu braucht es gar nicht viel. Wir brauchen Kohle und wir brauchen Salz und ein bisschen was nicht so Klassisches machen wir, denn wir haben hier nicht Omas Einmachglas, sondern wir nehmen tatsächlich einfach so einen einfachen Einmachbeutel oder so ein Plastikbeutel. Da kommt gleich der Kohl rein. Und wichtig ist jetzt einfach nur, dass da nicht noch zusätzlich Luft dran kommt. Aber erstmal muss der Kohl geschnitten werden und das würde ich gerne dir überlassen, weil da bist wirklich du der Experte für. Sehr gerne. Ich mache hier direkt mal die äußeren Blätter ab, die würden sonst nur stören. Und dann viertel ich den erstmal, so dass auch vor allem der Strunk geviertelt ist. Der ist sonst so zu dick in dem Sauerkraut drin. Ja, genau. Also den schneidet man eigentlich immer raus, weil der sich geschmacklich und von der Konsistenz sonst zu stark absetzt. Okay. Aber wenn mal ein Stück Strunk drin landet, ist jetzt auch kein Kriterium, dass das Sauerkraut nicht sauer werden würde. Aber ja, dieses Vierteln und dann den Strunk rausschneiden, das ist auf jeden Fall eine gute Methode, um alles vom Strunk zu erwischen. Ja. Die Gänse wollen auch was abhaben von unserem Sauerkraut. So. So, und jetzt schneide ich das fein. Man kann auch eine Reibe benutzen, aber muss man nicht. Hat das einen Einfluss darauf, wie fein der Kohl ist, wie lange das dann fermentieren muss? Ja, also wie fein man den schneidet oder ob der gehobelt oder geschnitten ist, das wirkt sich schon geschmacklich aus. Es ist dann eigentlich vor allem die Textur, also die Bissigkeit, die man dann ja, bei gröberen Stücken halt stärker erhält. Und ja, für feinere Zungen, die jetzt auch ein sehr weiches Sauerkraut gewohnt sind, mag das dann vielleicht als störend erscheinen, wenn man jetzt gröbere Stücke hat oder festere Stücke oder auch mal ein Stück Strunk. Aber an sich mit allen Teilen und in jeglicher Stückgröße kann man Sauerkraut herstellen. Wie viel Salz kommt da jetzt dran? Also die beste Daumenregel, die man sich merken kann, ist 2% Salzgehalt. Da ist auch eine gewisse Varianz dabei, 2–2,5%. Genau, damit ist man sehr gut zum Anfang bedient. Das heißt, das machen wir jetzt nicht freihand, sondern da nutzen wir wirklich mal eine Waage. Da brauche ich dann eine weitere Schüssel. So. Gucken mal, wie viel Spitzkohl wir hier haben. Ja, wir sind bei 600 Gramm. Ja. Das heißt 2%. Und jetzt geht's ans Rechnen. Das habe ich schon so oft gemacht, mittlerweile nach all den Workshops. Also 1% wären dann 6,5 Gramm, 2% dann 13 Gramm. Okay. Machen wir vielleicht noch mal Ja. klarer. Und jetzt nicht zu schnell. Ja, so, 13 Gramm. Man merkt, dass du das öfter gemacht hast. Sehr gut. Muss man damit jetzt wahrscheinlich noch mal vermischen oder so? Genau, gut vermengen, gerne auch einkneten. Da geht es jetzt darum, dass die Zellstrukturen von dem Kohl aufbrechen und das Zellwasser dann austreten kann durch das Salz. Möchtest du? Kann ich gerne machen. Dann hast du was im Profi machen. Genau, mit viel Fingerspitzengefühl. Also je besser man hier knetet, desto weicher wird dann auch das fertige Kraut. Ah, schön, okay. Und es wird auch direkt so ein bisschen feucht, ne? Genau, man merkt direkt, dass das Volumen abnimmt, dass schon Wasser austritt, genau so soll es sein. Sonst Gewürze kommen aber ans Sauerkraut nicht ran. Man kann da schon Gewürze hinzufügen, man kann das auch färben mit Kurkuma zum Beispiel, aber gerade wenn man es zum ersten Mal macht, ist eigentlich so ein Natursauerkraut nur mit Salz, finde ich immer das Schönste, um erstmal das Original kennenzulernen, sage ich mal. Kümmel, Wacholderbeere würde sich schon auch eignen
hinzuzugeben. Okay, dann, wenn du fertig geknetet hast, würde ich dir hier mal diese Tüte aufhalten. Sehr gerne. Dann fülle ich das mal hier Hand für Hand rein. Wir haben jetzt eine sehr große Tüte gewählt, aber das ist auch notwendig, ne? Da braucht es ein bisschen Platz, weil eben bei dieser Fermentation ja auch was für Gase entstehen? Verschiedene Gase, vor allem auch CO2 entsteht da. Also die Gasbildung, die sieht man dann durch Bläschenbildung oder dass sich der Beutel dann auch aufbläht, so ein bisschen. Und sonst würde er uns wahrscheinlich relativ schnell platzen, wenn wir jetzt da nicht genügend Platz gefunden hätten. Genau. Also wenn sich dieser Beutel aufbläht, sollte man schon mal reingucken, den aufmachen, weil sonst hat man Sauerkraut im ganzen Kühlschrank. So, okay. Jetzt ist es erstmal wichtig, da viel Luft rauszukriegen. Genau, das ist jetzt eigentlich so mit der entscheidende Schritt. Egal, ob man es jetzt im Glas oder im Beutel macht. Wichtig ist, dass wir ja möglichst keinen Sauerstoff mehr oder keine Luft mehr in Kontakt mit dem Fermentationsgut haben wollen. Also am besten pressen wir das hier richtig schön runter. Dann sieht man schon, wie hier der Saft hochkommt. Wir wollen, dass das alles schön von der Flüssigkeit bedeckt ist. Vielleicht kannst du das so ein bisschen nach oben halten, dass die Flüssigkeit nicht austritt. Ja, so. Und ich fange an, das unten einzurollen. So, und dann kann man den eigentlich... Jetzt kann man den echt zumachen. Ne? Ja. Jetzt ist der Kohl gut eingeschlossen. So. Ja, wunderbar. Genau so würde man den dann auch So auch lagern am besten erstmal. lassen, ja. Okay. Ja, sehr gut. Dann kann man den so. Kommt der in den Kühlschrank oder kann man den bei Zimmertemperatur? Aber man sollte den erstmal ein bisschen bei Zimmertemperatur die Fermentation aktivieren lassen. Das sieht man dann an der Bläschen- und Gasbildung. Also da wird sich dann auch der Beutel noch mal ein bisschen aufblähen. Und dann so nach den ersten Tagen kann man es in den Kühlschrank verlagern und da noch ein bisschen verlangsamt die Fermentation